aus London. Wir sind jetzt hier in London, quasi in Höhe der Oxford Street und befinden uns im Treehouse Hotel. Das ist ein richtig schönes Hotel und ich habe gedacht, ich zeige euch mal, wie unser Zimmer aussieht. Also ich sitze jetzt hier, wir haben hier so praktisch so eine lange Bank am Fenster. Leider haben wir eine Baustelle vor dem Hotel und können nicht richtig aus den Fenstern rausgucken, aber wir kriegen Licht und wir kriegen auch frische Luft über die Fenster. Und jetzt am Wochenende sind die auch nicht draußen am Bauen. Ist ein bisschen blöd, weil man es eigentlich vorher nicht gesagt bekommen hat, wo man es gebucht hat. Aber gut, es ist jetzt, wie es ist. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Zimmer aussieht. Bleibt dran. So, das hier ist jetzt quasi, ich stehe jetzt an der Tür und komme jetzt praktisch so ins Zimmer rein. Ich gehe jetzt erstmal mit euch einmal durch. Sieht jetzt schon ein bisschen rummelig aus, weil wir schon ein paar Tage hier sind oder beziehungsweise den zweiten Tag hier sind. Das ist jetzt das Bett, aber immerhin schon mal frisch gemacht. Was richtig schön ist hier an dem Zimmer ist, dass die ganz unterschiedliche Lichtkonzepte haben. Also wie ihr seht, ist hinter dem Bett jetzt gerade das Licht an und hier ist eben diese Art von Bank mit so einem verschiebbaren Tisch und unter diesem Tisch ist eben auch noch eine Lichtleiste und ja, das ist einfach sehr gut gelöst. Man hat hier ganz viele Möglichkeiten, das Zimmer zu beleuchten und das ist dann auch eigentlich sehr gemütlich. Und dann gibt es hier noch so einen kleinen Schreibtisch, Fernseher logischerweise. Hier ist dann eine Garderobe, was ganz süß ist. Wir haben hier einerseits einen Spiegel und andererseits haben wir hier den Plan der U-Bahn und auch eine Kuckucksuhr. Hier ist dann noch ein Schrank und hier drüben ist dann auch noch so eine kleine Kaffeemaschine und ein Bügeleisen drin. Also schon alles ziemlich super. Und hier hinter dem Vorhang befindet sich das Bad. Man könnte jetzt auch den Vorhang wegmachen, aber wir jetzt auch niemanden da in meinem Bad sich beobachtet fühlen. Und jetzt zeige ich euch auch gleich noch das Bad. So, also wenn man jetzt hier reinkommt, kann man hier rechts ins Bad. Da gibt es so eine Schiebetür. Was super schön ist, ist hier eine ziemlich große Dusche, die man so bodentief praktisch reingehen kann. Das ist jetzt hier der Vorhang, den ich euch eben von der anderen Seite gezeigt habe. Und hier ist dann auch eine Kuckucksuhr im Bad, Spiegel, Waschbecken. Ja, und das war es auch schon. Ist aber ein sehr nettes Hotel und man hat hier auch die Möglichkeit, mit einer Wasserflasche sich im Flur frisches gefiltertes Wasser zu holen. Und es hat halt eine perfekte Lage. So, das war das Zimmer und den Rest seht ihr gleich.
So, zum Abschluss des Videos melde ich mich nochmal von meinem zukünftigen Ich. Wir sind wieder zurück, hatten leider eine sehr, sehr stressige Rückreise, weil unser Flug viel zu spät ging und wir quasi dann nochmal einen halben Tag in Heathrow festsaßen. Das trübt dann immer so das Gesamterlebnis, wenn man dann so eine anstrengende Rückreise hat. Aber wir hatten wirklich 4 sehr schöne Tage. Man muss dazu sagen, London um diese Zeit war, wie zu erwarten, natürlich extrem voll. Überall in den Lokalen, in den Geschäften, vor allem auf der Oxford Street konnte man sich eigentlich nur durchschieben. Wir wollten ursprünglich noch am Covent Garden frühstücken gehen, hatten uns das so vorgestellt und haben für 2 Leute einfach nirgendwo einen Tisch gekriegt. Also es ging gar nichts. Also das war sehr, sehr voll. Das war klar, aber schon extrem. Also wer ein bisschen Probleme hat mit Platzangst oder so, für den ist es dann vielleicht nicht unbedingt die richtige Zeit, nach London zu fahren. Ja, die Dekoration, die Lichterdekoration in den Straßen war sehr, sehr schön, das muss man sagen. Allerdings ist zum Beispiel außerhalb von der Oxford Street, der Regent Street und der Bond Street gar nicht so sehr viel dekoriert. Die Menschen, denen wir begegnet sind, waren alle sehr, sehr freundlich. Die Engländer in den Bussen, in den Bahnen, in den Hotels, in den Restaurants und auch in den Geschäften. Obwohl so viele Menschen da Tag und Nacht quasi ein- und auslaufen, war immer sehr respektvoller, höflicher, freundlicher Umgang miteinander. Das schätze ich eigentlich sehr in England. Das gefällt mir einfach total gut. Und wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Es war eben sehr kalt, aber klar, bis auf den letzten Tag. Und wir hatten schöne Sachen, die wir gesehen haben. Weihnachtsshopping haben wir nur so ein paar Sachen in Notting Hill gekriegt, in den kleinen Lädchen, die so ein bisschen was Besonderes waren. Aber die anderen Sachen haben wir jetzt gar nicht so viel geshoppt. Vom Sherlock Holmes Museum habe ich euch auch noch einen kleinen Ausschnitt mit reingepackt. Das hat sich aber nicht so ganz gelohnt, weil es eben relativ teuer ist und man ist dann faktisch eigentlich nur so 10 Minuten in diesem Haus drin, kriegt irgendwas erzählt und kann sich da was anschauen. Das fand ich jetzt vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach, war es definitiv zu teuer, obwohl ich natürlich verstehen kann, dass sie die Leute, die das alles instand halten und da eine kleine Führung machen, auch bezahlen müssen, ist klar. Aber im Prinzip haben wir uns gedacht, hätten wir zu der Zeit eigentlich was anderes machen können, was wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen wäre. Allerdings lohnt sich auf jeden Fall der Souvenirshop, wer Sherlock-Fan ist. Da findet man echt nette Sachen. Ja, und ansonsten waren wir noch einmal im Kino gewesen, in Wakanda Forever, am Piccadilly im View. Das war super. Da hatten wir ganz tolle Sitze, so richtige Fernsehsessel. Das war echt ein sehr schönes Kinoerlebnis. Und ja, das war unser London-Trip. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr so ein paar Eindrücke mitnehmen konntet. Ich wünsche euch, falls wir uns jetzt vorher nicht mehr hören, eine wunderbare Weihnachtszeit. Genießt es, macht es ruhig, lasst euch nicht stressen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.